So, da sind wir wieder. Part 5 in unserem Halloween-Special. Und das wird wohl auch erstmal der letzte sein für heute. Keine Ahnung, ob das hier überhaupt jemand guckt. Wenn ja, mehr hatte ich jetzt nicht die Zeit aufzunehmen vor Halloween. Und an Halloween abends bin ich mir nicht sicher, ob ich dann da sein werde. Wenn ja, werde ich noch was streamen, war was anderes. It's harder to breathe here. Aber jetzt sind wir hier mitten im... Ja, kosmischem Horror. Die Geräusche sind auch schon so geil. Und das ist, finde ich, ganz cool gemacht, dass es halt Sherlock Holmes ist. In so einem Setting, der er halt gerade auch nicht rafft, was hier abgeht, ne? Also der halt auch... Alter, holy shit. Der halt auch sagt, das ist halt unmöglich, wo er hier ist, so, ne? Deswegen, das finde ich sehr interessant gemacht. Ein Auge. It's like it stares right through me. Ja, auch so Schritte höre ich die ganze Zeit. Okay, vorhin musste ich ja hier runterspringen, damit es weiterging. Okay, die Geräusche sind schon ganz geil, ey. Aber warte mal, sind die Steine hier gerade runtergekommen? Ha. Okay, ich werde jetzt einfach mal runterspringen, einfach nur weil ich das vorhin machen musste. Alter, das ist irgendwie creepy. What is that? Keine Ahnung. Okay, nee, hier scheint es nicht zu funktionieren. Moment, ich, genau. Okay, dann war's das jetzt. War's das heute mit Sherlock Holmes? The Awakening. It's like it stares right through me. Hm. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ey. Also interessanterweise scheinen die Dinger hier runter zu gehen, wenn ich hier hingehe, aber weiter hierhin kann ich ja nicht gehen und die gehen ja wieder hoch, wenn ich ja hier lang gehe. Ich weiß gerade nicht, was diese Dinger auf dem Boden sollen eigentlich, ehrlich gesagt. Ich meine, ich muss doch nicht da reinspringen, das wäre ein bisschen dumm, oder? Hm. Boah, das gibt's doch nicht. Ich sehe auch keinen Hinweis und nix, ey. Fuck it. Holy shit, ich musste da lang. Ah, okay, da verstehe ich jetzt aber nicht so richtig, warum er das machen sollte. Da gab es ja keinen Hinweis zu oder so und einfach so in so ein Monster reinspringen ist schon verdammt schräg. Tja, aber nun, das war wohl... Das war halt einfach das Einzige, was ich noch hätte machen können. Okay, jetzt gehen die hier runter, oder?
ist das für ein Geräusch, ey? Jetzt gehen sie wieder hoch. Okay. It's like it stares right through me. Wie geht jetzt diese Tür auf? Wie geht jetzt diese Tür auf? Oh. Das geht echt nur in dieser Sicht. Head is already spinning. When will this end? Okay. Da ist ein Boot oben. Warum ist da ein Boot eigentlich? There are 2 recesses. Ich hatte ja gehofft, dass ich hier bald mal raus bin und dass es weitergeht so in der Welt. Anscheinend sind es hier längere Puzzleabschnitte. Das ist auch interessant, ne? Das heißt 9 Bootprints und dann unten dieses Finglomingler. Dass er das auch so irgendwie sieht. What kind of trickery is this? Okay. Welche Schuhgröße habe ich denn? On my head. What just happened? Gehen wir erstmal alles ab. Also bis jetzt gab es bei einem Ding Fußspuren. Aha. Ah, guck mal. Was? Clay Edges. Also hier führen die auf jeden Fall zur Tür. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Oh, that is truly revolting. Hier haben wir doch einmal so ein Ding, was wir brauchen. Warum nimmt das nicht mit? Ja. Ich finde die Atmosphäre ist schon nicht so schlecht. Ich habe die Atmosphäre gerade komisch betont, aber egal. One down, one to go. Noch 2 Türen, wo ich nicht drin war. Ich liebe ja sein Outfit, ne? Ich finde, das sieht echt aus wie so ein Matrix Sherlock Holmes. Und das war wieder falsch. So, jetzt habe ich nur noch die Tür, wo ich noch nicht drin war. Wenn die auch nicht geht, dann gehe ich nochmal dahin zurück, wo ich zum ersten Mal die Spuren gesehen habe. Vielleicht hat sich da jetzt was geändert. Interessanterweise führen die Fußspuren ja aber weg von der Tür. Okay. The stench.
Aber interessant, dass man da echt rückwärts reingehen muss. Das ist echt eine interessant, weil rückwärts irgendwo in den Raum reingehen, wo man nicht weiß, was es ist, ist schon ein komisches Gefühl. Oktopus. So, können wir jetzt bitte wieder, oh, eine Cutscene. Did I get out? Oh, da haben wir schon Cthulhu im Hintergrund gesehen. John? What is it, Holmes? Oh, ich spiele jetzt ja John. Okay, das ist echt ein creepy Raum, ey. Was für ein Keller. Und mit den ganzen Watson? Holmes, where are you? Cthulhu-Statuen. Oder nie eine nur, ne? Ja, interessant, dass Sherlock aber durch diese ganze Welt da musste eben. Und Watson nicht. Watson ist einfach hier. Wer liegt denn aber da? Warum denkt er, das ist Watson? Holmes, are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Warte mal. By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. War Sherlock da jetzt länger drin? Hat er eben auch schon Bart gehabt? Der hat doch nicht die ganze Zeit Bart gehabt, oder? Bin ich doof? Ist der jetzt echt schon so lange drin? This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Ja, etwas Interessantes. Das ist eindeutig Cthulhu. Did you hear that, Watson? I hear you. Hat Sherlock das gerade gesagt, aber selbst nicht gewusst, dass er das gesagt hat? Okay, das ist auf jeden Fall nicht Watson. Alter, ich dachte gerade, da kommt jemand. Warte mal, wieso kommt Watson denn plötzlich von da unten? Ist der nicht hinter mir? Boah, Watson, ey. Creepy Bastard. Warte mal, Nadelstich? Alter, es sah gerade aus, als würde er zwinkern, ey. Aber er wabert nur. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Und er hat gekämpft. Noch deswegen die His Kratzspuren. abdomen is severely bloated. Also der Nagel gebrochen, weil er... At least 24 pendants, all identical and made of tin. An American passport. Amos Colby.
Someone got their hands dirty painting this with blood. Sea Creature. Ach, scheiße, ist jetzt eigentlich alles auf Englisch? Auch die Untertitel? Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil ich habe letztens die PlayStation auf Englisch gestellt. Never seen a pattern like this before. Es kann sein, dass es vorher Deutsch war, ne? Naja gut, jetzt ist es halt so. Old bloodstains. Das ist doch so ein Ritualdolch. Weil ich habe die PlayStation auf Englisch gestellt, damit ich bei Spider-Man englische Sprachausgabe, weil ich fand die deutsche nicht so geil. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Black Edelweiss Institute established 17 something. So, also entweder er hat ihn gewürgt, während er da gebetet hat, oder das. Aber er wurde doch gewürgt, oder? Aber er hat... Ach so, er hat damit in den Finger gestochen wahrscheinlich. Er wurde vorher schon gewürgt, bevor er da lag überhaupt. Okay, aber hier fehlen ja immer noch andere Sachen. Was kann ich hier noch finden? Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Ich finde, das sieht doch so wie das männliche und das weibliche Symbol aus. Aber wahrscheinlich geht es ja um Ritual, Wiedergeburt, irgendwie so ein Scheiß, ne? So was lieben die doch, diese Ritualtypen. Okay, die beten an, während er das doch aufzeigt. Oder einer nur. Nee, ich würde schon sagen, mit den anderen Leuten noch. Hier liegen ja auch ganz viele Betten und so. Ach, daher kommen die, das da, ja, weil er Deep scratches left in a frenzy. lag im Sarg quasi. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small bloodstain, but not serious. Ja, das sieht mir besser aus. Miserable food, mass-produced. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of leptromen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Naja, und dann wurden die einfach aufgerissen, ne, weil... Ja, da war das Geräusch. I must have seen this one before.
explains my hallucinations. Ach, das ist ein Bild von dem Ort, wo ich war, ne? Und so erklärt er sich das jetzt. Na gut. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Oh, 8 Fotos. Das sind alles die Opfer oder die... Aber haben sie die nur umgebracht oder haben denn was vielleicht doch nur einer, der da gemalt hat, aber... Ich hätte gedacht, dass die halt in den Kult irgendwie übergegangen sind. Hm. Who are these people? Ich brauche noch einen Ort zum Untersuchen. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Yarnak, Flegethor, Nebumna, Siaha, Ingruft. Alter, dass Sherlock so redet, ne? Plötzlich ist voll creepy. Alter Watson, du schießt Fine gerade so rope scheiße. cut by a finer blade. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Alter. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Also das ist der, wo wir den Passport hatten, ne? So. Okay, warte mal, bei welchem? Ist falsch? Hier ist falsch? Achso, wegen dem Würgemalen. Ich hatte das... Ja, ja, okay. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Holy shit. Cannot be. What is it? Oh my God. Lecker Spaghetti. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Gemütlich. So, was muss ich
das hier machen? Wer ist der tote Mann? Ah. Ja, nee. Das ist falsch. War gar nicht richtig. Achso, nee. Achso, doch. Okay. Amos Colby. Achso, der Privatdetektiv. Er hat es auch schon untersucht. Okay, wo wurden die hingebracht? Hm. Ich befürchte, mir fehlt vielleicht noch was. Was wäre Kacke? Das macht auch keinen Sinn. Okay. Ach so, Black Edelweiß Institut. In der Schweiz. Ach, was ist denn das jetzt? Und 3 Search in the Archives. Ach, das gab es ja auch schon bei diesem Sunken City. Da musste man aber immer noch hingehen ins Archiv. Hier hat man es einfach so. Also Location. Das ist auf jeden Fall in Europa. Date of Establishment. Ja, gut. Steht da. Ja gut, das ist ja wahrscheinlich jetzt zum Lernen. Ist das Medicine? Institute Specialized in Mental Illness. Okay, also halt ja so eine Psychologie. Wie heißt das? Irrenhaus? Wie heißt denn das offiziell? Psychologie? Oh Mann, ey. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put 2 and 2 together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Und dann geht's ab in die Schweiz zu einem... Das heißt doch nicht mehr Irrenhaus. Das nennt man doch nicht Irrenhaus. Wie heißt denn das?
As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Psychiatrie, okay. Mr. Holmes, I fear Irrenanstalt. you overestimate my abilities. Nonsense. You Psychiatrische are a military Klinik, man, okay. a Psychiatrische bastion of Klinik. British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Also ich finde aber so eine psychiatrische Klinik, gerade zu der Zeit, ist echt irgendwie creepy, ne? Ich fand sowas immer schon gruselig. Also halt heutzutage, klar. Es kann halt gruselig wirken oder komisch wirken, vielleicht wie da sich manche Leute halt verhalten, weil die halt einfach natürlich Probleme haben. Aber ich finde, vor allem damals war das irgendwie gruselig, weil die ja alle falsch behandelt wurden, oder? Also, die haben ja doch da mit Strom und sowas behandelt, ey. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Okay, es ist eine Watson-Aktion, weil er auch Arzt ist. Alter, diese Atmosphäre schon, ne? Holy shit, The Mountains of Madness. So heißt das Chapter? Okay, das ist interessant. Weil das ist eine sehr berühmte Geschichte. Die aber nicht in einer Anstalt spielt. Deswegen finde ich das irritierend so ein bisschen. Aber ich frage mich, ob das was mit der Geschichte zu tun hat. Muss ja irgendwas mit der Geschichte zu tun haben, oder? Wenn es so heißt. Aber das ist nur eine Anspielung. Wegen Madness halt. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Ja. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello.
The name's Amos Colby, Das Northwood ist doch Detective Sherlock, Agency, Mann. Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Hä? That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to get wish to to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. War das But I jetzt have dumm, so much aber... more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Also ich denke mal, der Plan ist, dass Sherlock da jetzt eingewiesen wird. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Das ist schon creepy. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Okay, das ist natürlich scheiße, dass er jetzt gleich so einen Zweck gekriegt hat, ne? Okay, die kann ich anscheinend gleich knacken, aber wir gucken erstmal. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Kratzspuren. Kann ich mir aber nicht angucken. Ach so, genau, so ging das, warte mal. Den... Ein bisschen... Moment, wie geht das? Jeder noch ein hoch? Ja. Nein! Oh, bitte sei nicht weg. Ach, gut. Alter, diese Steuerung, ne? A truncheon, not the typical tool for a nurse. Block A. You there! Oh Gott. I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me. The gall. The impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon.
Okay. Ah. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Okay. Der hast die... My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Vergessen, wie das aussieht hinten. Okay, also warte mal. Die ersten beiden einen runter und die letzten zwei hoch. Ah, der letzte noch einen hoch. Das ist ganz geil gemacht. Das finde ich ganz interessant gemacht eigentlich. Eine ganz interessante Methode, ein Schloss zu knacken. Mal was anderes. Oh ja, er fasst sich schon. Ja, ihm geht's auch nicht so gut. Er hat ja auch was abgekriegt, ne? A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Repairing anything. Du kannst damit alles reparieren. Egal was. Auch eine kleine Taschenuhr. Oder was auch immer. Looks like it's still operational. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Frogs cannot kill, but I surely can. That is the difference between a frog and a man. Fifth little frog was foolish at large. He forgot about the rules. Who is in charge? Timothy Camilleri lies dead in block B. I swapped out his pills for something nasty. Fifth little frog dies in the walls of Black Edelweiss. Huh. Sounds sinister, even for a John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. And the frog in the walls. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Nun gut, mir ist bewusst, dass es gerade sehr antiklimaktisch ist, aber ich werde jetzt aufhören. Immerhin haben wir so ein bisschen Horror-Element jetzt schon drin gehabt für unseren Halloween-Stream. Naja, das sind jetzt 5 Teile Halloween-Stream hier, die nicht so ganz so Halloween-mäßig sind, aber ich fand das Spiel auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen werde, ob ich das weiter streamen werde vor allem, weil, also wenn es Feedback gibt, wenn ich jetzt Kommentare kriege, dann gerne, wenn da irgendeiner das weitersehen will. Wenn es keiner sieht, wenn es dann gleich nur 3 Views hat und keiner schreibt oder so, dann werde ich es wahrscheinlich nicht weiter streamen, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich finde es ganz cool gemacht. Also, falls es jemand sieht, danke fürs Zusehen, frohes Halloween und bis dann.